Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Die Schaffung einer klassenlosen und herrschaftsfreien Gesellschaft war nicht nur für Menschen des 19. Jahrhunderts Ziel und Utopie zugleich. Auch heute streben manche Menschen noch danach, die kapitalistischen Schranken niederzureißen. Und damit herzlich willkommen zu unserer 4. und letzten Folge zum Thema Der Glaube versetzt Berge. Während wir uns in den letzten Folgen mit Vorstellungen auseinandergesetzt haben, die vornehmlich unsere Vergangenheit geformt haben, soll es heute um eine Idee gehen, die auch heute noch in manchen Ländern der Welt weiterhin aktuell ist, nämlich der Sozialismus. Was meint der Begriff Sozialismus eigentlich? Das Wort Sozialismus leitet sich aus dem Lateinischen ab. Sozial meint gemeinhin so viel wie gemeinschaftlich oder gesellig. Sozialistisch dagegen ist rein politisch zu verstehen. Hier geht es darum, Eigentum und Wirtschaftskraft gleichmäßig auf alle Menschen einer Gesellschaft zu verteilen. Beeinflusst wurden diese Ideen stark von der Aufklärung, die eine rechtliche Gleichstellung der Menschen, eigentlich nur bestimmter Menschen, gefordert hatte. Der Sozialismus verlangte das auf wirtschaftlicher Ebene. Das heißt, der Sozialismus ist zunächst ein ökonomisches System. Er wandte sich entschieden gegen den Kapitalismus. Und was meint das schon wieder? Kapitalismus ist ein Begriff, der sich in der gleichen Zeit entwickelt wie der des Sozialismus. Er beschreibt das damals vorherrschende Wirtschaftssystem, das vor allem auf Warenproduktion und Lohnarbeit ausgerichtet war. Auch wenn der Begriff schon vorher existierte, haben vor allem Karl Marx und Friedrich Engels den Begriff nachhaltig geprägt. Sie trennten in ihrer Vorstellung die Gesellschaft in zwei Klassen auf. Die arbeitende Klasse auf der einen Seite und die besitzende Klasse auf der anderen. Durch die Industrialisierung, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Europa einsetzte, ebenso wie durch ein starkes Bevölkerungswachstum, veränderten sich die Arbeitswelten wie auch die Lebensbedingungen der Menschen radikal. Hinzu traten wiederholt Missernten, die die Notlage nur verschärften. Viele Handwerksfamilien verloren ihr Auskommen und verarmten. Das bekannteste Beispiel dafür sind die schlesischen Weber, die immer mehr ausgebeutet wurden. Im düstern Auge keine Träne. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben. Gleichzeitig zogen mehr und mehr Menschen in die Großstädte, weil dort die Fabriken entstanden und damit auch Arbeitskräfte gebraucht wurden. Sehr schnell führte dies jedoch zu einer Überbevölkerung der Städte, was wiederum furchtbare Lebensverhältnisse für die einzelnen Arbeiterfamilien nach sich zog. Angetrieben von den Ideen Karl Marx und Friedrich Engels formten sich Organisationen wie Gewerkschaften und Arbeitervereine, die sich mit der Lösung dieser sozialen Frage auseinandersetzten, also mit der Frage, wie das Leben der Arbeiterinnen und Arbeiter verbessert werden konnte. Welche Lösungen waren da angedacht? Es ging ihnen zum einen um Unfallschutz, aber auch um die Reduzierung der Arbeitszeiten auf maximal 10 Stunden täglich, die Abschaffung von Kinderarbeit sowie höherer Löhne. Und wie hat die Arbeiterschaft das durchgesetzt? Solche Forderungen werden den Besitzenden doch erstmal nicht gefallen haben. Ihre Hauptwaffe war der Streik. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will, wurde das Motto des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, der sich 1863 gründete. Das war übrigens die Vorgängerinstitution der SPD, die heute noch im Parlament vertreten ist. Gerade den Machthabenden war diese Bewegung von unten allerdings ein Dorn im Auge. Für den konservativen Kanzler des Deutschen Kaiserreichs, Otto von Bismarck, waren Sozialisten wie auch Sozialdemokraten vaterlandslose Gesellen. Er erklärte sie 1878 mit seinen Sozialistengesetzen zu Reichsfeinden. Damit waren alle sozialistischen, sozialdemokratischen und kommunistischen Vereinigungen verboten. Um weiteren Zulauf für die Sozialdemokratie zu verhindern, führte Bismarck selbst die Krankenversicherung 1883 ein und ein Jahr später die Unfallversicherung. Und damit war die Arbeiterbewegung vorerst ruhig gestellt? Mehr oder weniger. Offiziell blieben die Parteien bis 1890 verboten. Weil im Deutschen Kaiserreich jedoch das Personenwahlrecht galt und nicht das Parteienwahlrecht, saßen auch während dieser Zeit Sozialisten und Sozialdemokraten im Deutschen Reichstag. Und es wurden immer mehr.
So richtig Schwung gewinnt die Idee des Sozialismus jedoch erst unter ihm hier, Wladimir Iljitsch Uljanov, besser bekannt unter dem Namen Lenin. Im Zuge der russischen Revolution war es ihm 1917 gelungen, mit seiner Partei der Bolschewiken an die Macht zu kommen und in Russland als erstem Land der Welt den Sozialismus als Diktatur des Proletariats, also der Arbeiterklasse, einzuführen. Die Entwicklung in Russland nahmen sich Sozialisten und die radikaleren Kommunisten in vielen europäischen Ländern zum Vorbild. Im Januar 1919 bildete sich in Deutschland die KPD, die Kommunistische Partei unter der Führung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Bei den Reichstagswahlen in den 1920er Jahren gewann die KPD immer wieder um die 10% der Stimmen, wodurch sie stets im Parlament vertreten war. Regierungsbildend war sie jedoch nie. Das änderte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der DDR. Schon 1946 waren in der sowjetischen Besatzungszone die Sozialdemokratische und die Kommunistische Partei zwangsvereint worden, woraus die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, hervorgegangen war. Diese Partei sollte die führende Rolle innerhalb der DDR-Regierung übernehmen. Entschieden arbeitete die SED an der Realisierung sozialistischer Ideen. Auf der wirtschaftlichen Ebene galt die Planwirtschaft als Garant von Gleichheit und Besitzteilung. Gesellschaftlich wurde auf Massenorganisationen gesetzt, die das persönliche Leben der Einzelnen strukturierte. Immer im Einvernehmen mit der Partei. Das war nämlich das große Problem der DDR. Ähnlich wie schon die mittelalterliche Kirche war die DDR-Regierung der festen Überzeugung, ihre Bevölkerung ins Paradies führen zu können. Nur dass statt des Christentums nun der Sozialismus gepredigt wurde, der das Paradies schon auf Erden versprach. Die Menschen, die Kritik am System äußerten oder gar eine Opposition bilden wollten, wurden massiv unterdrückt oder verhaftet. Statt der Inquisition im Mittelalter übernahm diese Aufgabe in der DDR das Ministerium für Staatssicherheit. Das war eigentlich als Geheimdienst eingerichtet worden, nur dass es nun auch seine eigene Bevölkerung ausspionierte. Hast du gerade wirklich die Stasi mit der Inquisition verglichen? Das sind doch zwei gänzlich unterschiedliche Dinge. Es stimmt schon. In ihrem Vorgehen und ihrer Organisation unterscheiden sie sich massiv voneinander. Aber der dahinterstehende Gedanke ist derselbe. In dem Moment, in dem ich überzeugt davon bin, im absoluten Recht zu sein und zum Wohle des großen Ganzen zu agieren, lasse ich die Meinung Andersdenkender nicht mehr zu. In diesem Sinne sollten wir stets vorsichtig sein, welchen Ideen wir Glauben schenken und diese stets kritisch hinterfragen. Denn wie wir aufzeigen konnten, kann aus einer Idee rasch politische und gesellschaftliche Realität werden. Und damit sind wir am Ende unserer Reihe zum Thema Der Glaube versetzt Berge. Welche Ideen und Glaubensvorstellungen beschäftigen euch? Sagt es uns in den Kommentaren.